Jede Welt hat ihre Lieder und jedes Lied beginnt mit einer Geschichte. Dies ist die erste. Willkommen bei Episode 1 der Midnight Stories von Heimat und Zuhause. Dies ist die Geschichte eines kleinen Vulpera aus den goldenen Dünen von Vol'dun. Kapitel 1 Heimat. Die Sonne war längst hinter den Dünen versunken und der Himmel über Vol'dun glühte in weichem Orange, das langsam in tiefes Blau überging. Die Wüste atmete. Der Wind strich über die goldenen Sandmeere, trug Wärme und Stille zugleich. Und das ferne Klingen von Glöckchen, die sich im Abendwind bewegten. Inmitten dieser endlosen Landschaft ruhte eine Karawane, ein kleines lebendiges Dorf auf Rädern, das mit den Jahreszeiten wanderte. Hier lebten Händler, Erzähler, Kräuterkundige und Sammler. Reisende, die das Land liebten, aber nirgends Wurzeln schlugen, außer in ihren Geschichten. Sie teilten Wasser, Brot und Wissen. Jeder Wagen war anders geschmückt. Jedes Zelt erzählte eine andere Geschichte von Reisen und fernen Oasen. Phoenix, ein kleiner Vulpera, war der jüngste unter ihnen. Ein neugieriger, goldrot gefärbter Vulpera mit wachen, smaragdgrünen Augen. Er hatte ein eigenes kleines Zelt errichtet, aus bunten Stoffbahnen, die im Sonnenlicht leuchteten und bei Nacht im Wind flüsterten. An den Seilen hingen kleine Glöckchen und in den Ecken sammelten sich unzählige Dinge. Glatte Steine, seltsam geformte Knochen, bemalte Tonscherben, Federn und Glasstücke. Für andere waren es Fundstücke, für ihn waren es Erinnerungen. Jedes einzelne trug eine Geschichte, den Geruch eines Ortes, den Klang eines Moments, das Echo eines Gefühls. Das Leben in der Karawane war einfach, aber reich an Seele. Am Morgen zogen sie weiter, geleitet von den alten Pfaden, die nur die Ältesten kannten. Mittags suchten sie Schatten unter den Planen und sprachen leise, um die Hitze nicht zu reizen. Und wenn die Nacht kam, entzündeten sie Feuer, sangen Lieder und erzählten sich Geschichten, bis der Wind sie davontrug. Die älteste der Karawane war Jian, Phoenix' Großmutter. Ihr Fell war grau wie alter Sand und ihre Augen trugen das Wissen vieler Wüsten in sich. Man nannte sie die Stimme der Elemente. Sie verstand die Zeichen des Windes, die Muster im Staub und die Sprache der Tiere, die nachts durch die Dünen streiften. Phoenix verbrachte jede freie Stunde an ihrer Seite, lauschte ihren Lehren und versuchte zu begreifen, was es bedeutete, mit der Welt verbunden zu sein. Nicht über Macht, sondern über Achtung und Fürsorge. Von ihr lernte er, dass die Wüste niemals still ist, dass jeder Hauch, jedes Flirren in der Luft eine kleine Geschichte in sich trägt. Und dass nur jene, die wirklich zuhören, die alten Stimmen wahrnehmen können. Eines Abends, als das Lager in goldenes Feuerlicht getaucht war, zeigte Jian ihrem Enkel ein altes Stück Pergament. Ein verblasstes Fragment einer Karte, zerknittert und vom Sand gegerbt. Es war das einzige, was von Phoenix' Großvater geblieben war. Er war einst ein Reisender gewesen, ein Suchender, dessen Herz denselben Ruf vernommen hatte, den Phoenix nun zu spüren begann. Das Pergament lag warm in seinen Pfoten, als würde daran noch die Erinnerung an eine längst vergangene Reise ruhen. Niemand wusste, wohin die Linien führten. Man erzählte sich, die Karte weise nicht zu einem Ort, sondern zu einem Erwachen. In dieser Nacht, während die Glöckchen leise im Wind sangen und das Feuer in seinem Zelt langsam zu erlöschen begann, spürte Phoenix zum ersten Mal ein leises Beben im Sand unter seinen Pfoten. Er glaubte, den Atem der Welt zu fühlen, sanft, gleichmäßig, lebendig. Die Welt um ihn schien nicht mehr still, sondern erwacht. Der Wind flüsterte durch die Tücher, als würde er seinen Namen mit sich tragen. Phoenix blickte hinaus in die endlosen Weiten der Wüste. Zwischen den Sternen funkelten Wege, die noch kein Vulpera vorher gegangen war. Und irgendwo da draußen wartete eine Antwort. Eine, die vielleicht schon sein Großvater gesucht hatte. Und so schlief Phoenix in dieser Nacht ein, eingehüllt in den Klang des Windes und den Duft des Sandes. Die Glöckchen an seinem Zelt sangen ihm ein leises Lied, und die Wüste selbst schien ihm zuzuflüstern, dass jede Reise mit einem Lauschen beginnt. Kapitel 2 – Das Flüstern des Windes. Die Sonne stand tief über den Dünen von Vol'dun. Ihre letzten Strahlen tauchten den Sand in ein Meer aus Gold und Rot, während die Karawane sich gemächlich ihren Weg durch die Stille der Wüste bahnte.
Nur das leise Knirschen der Räder, das Trippeln der Vulpera und das Klirren kleiner Glöckchen an den Zelten begleitete sie. Pfennig saß auf seinem Wagen, eingehüllt in ein Tuch aus hellem Stoff, das den Staub fernhielt. Sein Zelt, das er selbst mit bunten Flicken, Muscheln und kleinen Erinnerungsstücken geschmückt hatte, schaukelte sanft hinter ihm her. Seit jener Nacht, in der die Erde unter seinen Pfoten bebte, spürte Pfennig eine seltsame Unruhe. Nichts Bedrohliches, eher ein Summen, ein kaum wahrnehmbares Ziehen tief in seiner Brust. Seine Großmutter Jian schien es auch zu spüren. Sie war stiller geworden, lauschte dem Wind länger als sonst und strich beim Gehen manchmal über den Sand, als würde sie etwas suchen, das nur sie fühlen konnte. Am Abend erreichte die Karawane eine Oase, klein, versteckt und doch voller Leben. Zwischen den dunklen Felsen sammelte sich klares Wasser, das in winzigen Rinnsalen über die Steine floss und sich in der Mitte zu einem Teich sammelte. Palmen bewegten sich im Wind und das Lager erstrahlte bald in dem warmen Licht der Feuerstellen. Hier ruhten sie, Händler, Sammler, Reisende und Erzähler. Jeder wusste, solche Orte waren eine Seltenheit in der Wüste. Pfennig half beim Entladen, dann zog er sich etwas abseits zurück. Er liebte diese stillen Stunden, wenn die Sonne unterging und die Luft kühl wurde. Er wanderte zur Quelle der Oase, wo Wasser zwischen den Steinen entsprang und vom Leuchten der Glühwürmchen zwischen den Pflanzen erhellt wurde. Dann geschah etwas. Wind kam auf, nicht stark, eher wie eine leichte Brise. Sandkörner rollten über die Erde, Funken vom Feuer flogen herüber und in der Bewegung des Wassers spiegelte sich ein Schimmer, den er nicht kannte. 4 Kräfte, Wind, Wasser, Erde und Feuer, vereinten sich zu einer flüchtigen Form. Keine Gestalt im eigentlichen Sinne, eher wie ein Gefühl. Es war eine Vorahnung, ausgelöst durch die Präsenz der Elemente. Pfennig hielt den Atem an, sein Herz pochte. Die Luft vibrierte, nicht gefährlich, sondern erhaben. Für einen Moment hatte er das Gefühl, die Wüste selbst würde zu ihm sprechen. Dann war es vorbei. Der Wind legte sich, das Feuer brannte wieder ruhiger und die Nacht kehrte zurück. Als Pfennig zum Lager zurückkehrte, hörte er Stimmen am Feuer. 2 ältere Vulpera sprachen leise miteinander. Von Überfällen war die Rede, von einer Karawane im Westen, die angegriffen worden war, angeblich von Menschen. Die Allianz, flüsterten sie. Niemand wusste warum. Jian saß etwas weiter abseits, still wie ein Stein. Ihr Blick lag in den Flammen, und das Licht darin schien zu tanzen, als würde es ihr etwas sagen, das sie noch nicht teilen wollte. Pfennig setzte sich zu ihr. Keiner von beiden sprach. Der Wind sang über die Dünen und irgendwo in der Ferne war das Heulen einer Hyäne zu hören. Als der junge Vulpera später in seinem Zelt lag, lauschte er dem sanften Klingen der Glöckchen. Der Wind schlich sich durch die Stoffbahnen und fuhr ihm durchs Fell, kühl und vertraut. Er legte die Pfote auf seinen kleinen Lederbeutel mit seinen Erinnerungsstücken. Ein Stein von einer alten Ruine, eine Glaskugel von einer Statue, eine alte Münze und darin fest eingebunden das Kartenstück seines Großvaters. Der Wind flüsterte und Pfennig dachte, er hörte seinen Namen. Bald, hauchte etwas in seinem Inneren. Bald wirst du's verstehen. Mit einem Lächeln schlief er ein. Über ihm rauschten die Palmen und die Oase atmete still im Rhythmus der Welt. Kapitel 3 – Der Ruf der Ferne. Die Nacht legte sich sanft über die Oase und das leise Klingen der Glöckchen an den Zelten schien die Sterne zu begleiten. Pfennig schlief tief, doch sein Herz war unruhig. Irgendetwas rührte sich in der Luft. Ein Summen, das nur er zu hören schien. Am frühen Morgen öffnete er die Augen. Die Sonne stieg langsam über die Dünen. Das Licht tauchte den Sand in warmes Gold. Doch etwas war anders. In der Ferne über den glitzernden Dünen bewegten sich Gestalten. Reiter in glänzenden Rüstungen. Ihre blauen Banner wehten im Wind. Es waren Soldaten der Allianz. Kein Angriff, kein Chaos, nur ein geordnetes, stilles Vorbeiziehen. Das dumpfe Stampfen von Hufen hallte durch die Oase, während die Karawane reglos in Deckung blieb. Die Vulpera wagten kaum einen Atemzug. Pfennig spürte das Herzklopfen in seiner Brust, die Anspannung in den Gliedern. Jian saß neben ihm, ruhig aber wachsam.
Ihre Augen verfolgten die Soldaten. Ihr ganzer Körper spürte die Unruhe, die von der marschierenden Macht ausging. Heute nicht, schien ihr Blick zu sagen, aber die Welt verändert sich. Nachdem die Allianz vorbeigezogen war, atmete die Karawane auf. Die Stille wirkte nun schwerer, voller Bedeutung. Phoenix verstand, die Zeit, in der er seinen eigenen Weg wählen würde, rückte näher. Am Nachmittag erreichte die Karawane ein kleines Vulpera-Dorf, versteckt zwischen Felsen und Dünen. Die Häuser aus bunten Stoffen, Kinder, die zwischen ihnen hin und her rannten, Händler, die Vorräte prüften. Alles war lebendig und vertraut. Die Dorfbewohner berichteten von Unruhen im Westen, von Karawanen, die überfallen wurden, und von der Allianz, die das Land zu kontrollieren versuchte. Dann, als die Sonne den Horizont berührte, erreichte die Horde das Dorf. Orks, Tauren und Trolle, ihre Gestalten staubverhüllt, aber stolz und stark. Sie sprachen mit den Ältesten, boten Schutz an, zeigten ihre Stärke. Wer sich ihnen anschloss, würde gesichert sein, doch den Pfad des Krieges kennenlernen. Phoenix beobachtete das alles still. Er sah die Kraft der Horde, den Schutz, den sie bieten konnten, aber auch die Spuren von Kämpfen in ihren Augen. Jian saß neben ihm, ihr Blick ruhig, doch in ihrem Herzschlag Sorge. Sie wusste, dass die Horde ein Teil ihrer Welt geworden war, aber sie brachte auch Schatten mit sich. Nachdem die Ältesten dem Verbund zugestimmt hatten, nahm die Karawane Abschied. Das Lager war still, die Nacht legte sich über die Dünen. Phoenix spürte erneut den Ruf in sich, ein Ziehen, stärker als zuvor. Er wusste, dass er weiterziehen musste, dass seine Reise noch nicht enden konnte. Plötzlich trat Jian neben ihn. Sie war zu alt, um die Strapazen der großen Reise zu tragen, doch sie wusste, dass sein Weg ihn nun rief. Sie übergab ihm Lu, ihre treue Hyäne. Beigebraunes Fell, wache Augen, mutig und klug. Lu stupste ihn sanft an, schmiegte sich an seine Beine. Ein Versprechen, du wirst nie alleine sein. Phoenix legte die Hand auf Lu und dann auf das kleine Kartenfragment seines Großvaters. Alles, was er bisher gelernt hatte, alles, was er gesehen und gefühlt hatte, fügte sich zu einem Bild. Die Welt war groß, voller Geheimnisse und voller Geschichten. Die Karawane, das Dorf, die Horde, sie blieben zurück. Vor ihm lagen die Dünen, Sterne, Wind und der Ruf der Elemente. Mit Lu an seiner Seite trat Phoenix vor. Die Reise hatte begonnen. Kapitel 4 – Der Pfad nach Zandala. Der Morgen war still, als Phoenix und Lu die Oase verließen. Hinter ihnen lagen vertraute Stimmen, leise Lieder, der Geruch von Rauch und Sand. Vor ihnen breitete sich die Wüste aus, endlos, golden und doch voller Leben. Jeder Windstoß trug den Klang der Ferne mit sich, das Flüstern von Wegen, die noch niemand gegangen war. Tag um Tag folgten sie den alten Karawanenrouten, vorbei an alten Ruinen, deren Schatten sich wie Erinnerungen über den Sand legten. Die Sonne begleitete sie erbarmungslos, doch Lu wich nie von seiner Seite. Wenn der Durst zu groß wurde, fanden sie Wasser, verborgen unter Steinen oder zwischen den Wurzeln seltener Büsche. Nachts ruhten sie, lauschten dem Flüstern der Sterne und den Geschichten, die der Wind erzählte. Mit jedem Schritt veränderte sich das Land. Der Sand wurde fester und dunkler. Der Duft der Luft wandelte sich, feuchter, voller Blütenstaub. Bald ragten erste Bäume auf, dann ganze Wälder, und das Singen der Insekten ersetzte das Schweigen der Wüste. Phoenix hatte Voldun hinter sich gelassen, und Zandala lag vor ihm. Er wanderte tiefer in das fremde Land, folgte einem kleinen Flusslauf, der sich durch die Felsen schlängelte. Lu trottete neben ihm, ihr Fell glänzte im Licht des feuchten Dschungels. Phoenix errichtete ein kleines Lager, und Lu legte sich schlafen. Der kleine Vulpera wollte noch etwas Früchte und Beeren sammeln, einfache Vorräte für eine lange Reise. Und dann, als er am Ufer etwas Wasser sammeln wollte, geschah etwas Unerwartetes. Ein Rascheln, kaum hörbar, durchbrach die Ruhe. Ehe Phoenix reagieren konnte, schoss ein Schatten aus dem Unterholz. Geschmeidig, lautlos, wie ein Blitz. Etwas packte ihn an der Schwanzspitze und wirbelte ihn zu Boden. Ein grüner Säbelzahnsaurier mit goldenen Verzierungen stand vor ihm. Die Augen wild, aber nicht feindselig. Zwischen seinen Zähnen Phoenix' Schwanzspitze. Es war nur ein kurzer Moment, bevor das Tier innehielt, verwirrt, den Schwanz losließ und einen Schritt zurückwich.
Dann begann die Gestalt zu flimmern und veränderte sich. Knochen streckten sich, Muskeln verschoben sich und vor Phoenix stand ein Zandalari-Troll. Sein Körper war mit rituellen Malen verziert, Moos hing in Strähnen von seinen Schultern und seine Augen glühten in einem warmen goldenen Ton. Der Druide lächelte fast verlegen und betrachtete den kleinen Vulpera neugierig. Phoenix wich nicht zurück. Er kannte die Zandalari-Trolle. Einige von ihnen reisten oftmals durch Voldunen, und die Vulpera waren im stetigen Handel mit Zandalar. Phoenix und der Zandalari-Troll blieben beieinander, bis die Sonne über den Baumwipfeln versank. Der Druide nannte sich Volkun, ein Hüter des Dschungels, ein Wächter vergessener Pfade. Er teilte sein Wissen über die Kräuter und Tiere, zeigte Phoenix, welche Pflanzen heilten, welche schützten. In seiner Gegenwart fühlte sich die Welt stiller an, klarer. So begann eine Freundschaft zwischen den Reisenden, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Phoenix mit seinem Sammelbeutel voller Erinnerungen, Volkun mit einer Seele tief verwurzelt in der Erde. Gemeinsam zogen sie weiter, durch die Täler Zandalars, über Brücken aus Stein und Wurzeln, vorbei an Tempeln, in denen die Stimmen der Loa flüsterten. Der Troll erzählte von Kriegen, die kamen und gingen, von alten Göttern, die nun schweigen, und von der Notwendigkeit zu heilen, was gebrochen war. Phoenix verstand nicht jedes Wort, aber er fühlte die Wahrheit darin. Als sie die letzten Hügel überquerten, öffnete sich der Blick auf das Meer, weit, glühend und mächtig. Hinter ihm lag Voldun, vor ihm der Weg, der zur Horde führte. Lu stand still neben ihm, das Fell vom Wind bewegt. Phoenix zog das Kartenfragment hervor. Das Licht der Sonne fiel darauf, und für einen kurzen Moment schien es, als würde es antworten. Ein schwaches Glimmen, ein Zeichen. Volkun legte seinem Freund eine Hand auf die Schulter. Kein Wort war nötig. Beide wussten, dass der Weg weiterführte. In die königliche Hauptstadt Zandalar. Dort, so erzählte Volkun, gab es Portale, die sie zur Hauptstadt der Horde führen sollte. Die Reise führte nach Orgrimmar. Kapitel 5 – Für Ruhm und Ehre. Die Luft war heiß und trocken, als Phoenix, Lu und Volkun die steinigen Pfade Zandalars verließen und sich beim mächtigen Tor von Orgrimmar wiederfanden. Unter ihnen vibrierte die Erde leicht, als spürten sie die Ankunft neuer Schritte. Die Stadt selbst erhob sich wie ein lebendiges Monument aus Stein, Holz und Eisen. Rauch stieg aus den Schornsteinen der Schmieden, Trommeln hallten von den Türmen und die roten Banner der Horde wehten stolz im Wind. Volkun schritt voran, sicher in seiner Bewegung. Er kannte die Stadt, ihre Wege, ihre Geheimnisse und zeigte Phoenix die Plätze, an denen die verschiedenen Völker der Horde ihren Alltag lebten. Phoenix sah Orks, mächtig und robust, Tauren mit riesigen Geweihen, ihre Schritte groß und schwer. Trolle bewegten sich geschmeidig durch die Straßen, ihre Haut bemalt und mit Federn geschmückt, voller Stolz und Tradition. Die anmutigen Blutelfen und ihre arkane Kunst. Unterwegs entdeckte Phoenix sogar Goblins, laut und die Augen immer auf den nächsten Handel gerichtet. Jeder Blick auf diese Völker war eine Lektion in Vielfalt, Stärke und Geschichte. Lu lief dicht neben Phoenix, aufmerksam, die Ohren aufgestellt. Sie nahm jede Bewegung wahr, jedes Geräusch, jeden Geruch der Stadt. Phoenix spürte ihre Wachsamkeit und fühlte sich gleichzeitig beruhigt. Volkun führte ihn zu den Hallen der Kriegsführer. Dort waren die Wände mit alten Trophäen und Reliquien aus alten Zeiten geschmückt. Karten von Schlachtfeldern und Artefakte vergangener Kriege lagen auf den Tischen, als würden sie Geschichten erzählen. Phoenix spürte die Energie des Ortes, Kraft, Verantwortung, das Gewicht von Entscheidungen, die Leben verändern konnte. Als Phoenix eine Wandkarte, die ihre Welt darstellte, sah, holte er das Kartenfragment seines Großvaters hervor. Das Licht, das durch die hohen Fenster fiel, ließ die Linien darauf aufleuchten. Der kleine Vulpera hielt das Pergament an die Wandkarte und die Linien begannen zu pulsieren, verbanden sich zu einer neuen Form, die vorher verborgen war. Ein schwaches Glimmen zog sich über das Papier und in ihm offenbarte sich ein Hinweis. Ein Ort jenseits der bekannten Pfade, der Maelstrom. Phoenix spürte, wie sein Herz schneller schlug. Dies war der nächste Abschnitt seiner Reise. Das Ziel, das in den Geschichten seiner Großeltern immer wie ein ferner Traum gelegen hatte. Lu stupste ihn sanft an.
und der Wind schien in die Zukunft zu flüstern. Eine Reise weiter als alles bisher Erlebte, über das Land der Horde hinaus, zu den tiefsten Mächten, in denen die Elemente aufeinandertreffen. Als sie die Hallen verließen, breitete sich die Stadt unter ihnen aus, lebendig, pulsierend, rau und stark. Fenix spürte, dass er ein Teil von etwas Größerem war, aber auch, dass sein Weg noch weit vor ihm lag. Mit Lou an seiner Seite und Volkun als treuem Freund bereitete er sich innerlich auf etwas vor, das noch kommen würde. Die Rückkehr nach Vol'dun, bevor die Reise zum Maelstrom beginnen konnte. Kapitel 6 – Zuhause. Der Weg zurück führte Fenix, Lou und Volkun über vertraute, doch fremd gewordene Pfade. Hinter ihnen lag das Donnern Orgrimmas, die Stimmen der Horde, das Gollen der Schmieden. Vor ihnen breitete sich die Stille der Wüste wieder aus. Weit, golden, grenzenlos. Der Wind trug den Duft von Sand und Salz, vermischt mit einem Hauch von Erinnerung. Lou lief an seiner Seite, ihre Schritte gleichmäßig und sicher. Über ihnen kreisten Bussarde und das Flimmern der Hitze ließ die Luft wie flüssiges Glas erscheinen. Für Fenix war jeder Schritt ein Wiedersehen. Die Felsen, die Oasen, der ferne Gesang der Karawanenglocken. All das sprach von Heimat, doch es fühlte sich anders an. Als sie die vertraute Karawane erreichten, erkannte er die bunten Zelte schon von weitem. Die Stoffe wehten im Wind und das leise Klingen der Glöckchen begrüßte Fenix wie ein altes Lied. Sein Freund Volkun lächelte beim Anblick der Karawane, da er durch die gemeinsame Reise wusste, wie viel es Fenix bedeutete, zurückzukehren. Großmutter Jian saß vor ihrem Zelt, den Blick auf den Horizont gerichtet. Sie hatte ihn kommen gespürt, noch bevor sie ihn sah. Fenix trat näher, Lou legte sich ruhig an ihre Seite. Jian lächelte, langsam und warm, so als hätte sie gewusst, dass dieser Moment kommen würde. Der kleine Vulpera und sein Zandalari-Freund erzählten von ihrer gemeinsamen Reise. Fenix legte vor Jian Erinnerungen an das Abenteuer ab. Eine Feder, schillernd und stark, ein Geschenk von Volkun. Eine getrocknete Blüte aus dem Dschungel, der niemals schläft. Eine Münze, geprägt mit dem Zeichen der Horde. Die Spuren einer großen Reise. Jian betrachtete sie schweigend, dann legte sie ihre Hand auf die seine. Kein Wort war nötig. In ihren Augen lag Stolz und das leise Wissen, dass er nun ein Teil einer größeren Geschichte war. Als die Nacht über die Dünen fiel, saßen sie gemeinsam am Feuer der Karawane. Die Sterne spiegelten sich im Wasser der Oase. Fenix holte das alte Kartenfragment hervor. Das Licht der Flammen ließ die Linien darauf glimmen. Jian sah es sich an, und für einen Moment schien sie die Tiefe der Elemente zu spüren. Wasser, Erde, Feuer und Luft. Vereint in einem alten Ruf. Fenix hatte eine Lektion gelernt. Seine Heimat war Vol'dun, doch sein Zuhause war die Welt, wo auch immer seine Reise ihn hinführen würde. Ein Windstoß fuhr durch das Lager. Lou hob den Kopf und schnupperte in die Dunkelheit. Am Horizont flackerte ein ferner Sturm, blau-silbern, als würde das Meer selbst in der Wüste atmen. Als Volkun am Rand der Oase in die Ferne schaute, trat Fenix neben ihn an die Seite. Der Sand glitt zwischen seine Zehen, der Wind zerrte an seinem Fell. In der Ferne sah er die Richtung, in die seine Schritte als nächstes führen würden. Jian blieb sitzen, lächelnd, wissend, dass ihrem Enkel und seinem Freund eine neue Reise bevorstand. Und sie war jetzt schon gespannt, welche Gegenstände und Erinnerungen sie mitbringen würden.